Ja, hi Leute. Wir machen heute weiter mit einem meiner Favoriten, einer meiner Lieblingsarten, und zwar Odontolabis femoralis. Heute die Unterart Femoralis femoralis. Es geht heute um diese beiden Exemplare. Und wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann kennt ihr die beiden auch. Die hatte ich nämlich lebendig. Das war einer der Highland-Importe des Jahres 2016. Lebende Wildfänge von Odontolabis femoralis aus den Cameron Highlands in Malaysia. Da habe ich ein Unboxing zugemacht. Ich habe 2 Paare bekommen. Hier, das ist das Telodonte-Männchen und eins der Weibchen dazu. Und die Zucht läuft momentan noch. Ich bin zuversichtlich, dass das auch klappen wird. Und das wäre ein ziemlicher Durchbruch, weil diese Art als schwer zu züchten gilt. Und ich habe da von ein paar Tagen auch ein neues Update zu den Larven hochgeladen. Schaut euch das mal an, falls es euch interessiert. Und ja, wie ihr seht, die Tiere durften so lange leben, wie sie wollten. Hier fehlt eine Tarse beim Männchen, hier fehlt eine Tarse beim Weibchen. Beim Männchen habe ich die Tarse tatsächlich gefunden und habe sie mir extra zurückgelegt, damit ich sie nachher bei der Präparation wieder ankleben kann. Aber ich habe schon alles abgesucht, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, wo ich diese Tarse hingelegt habe. Und ja, das ist extrem ärgerlich, weil so ein schönes Exemplar vollständig zu haben, wäre natürlich noch ein bisschen schöner. Vielleicht finde ich sie irgendwann nochmal, dann klebe ich sie dran. Ich hoffe es. Aber ist auch so ein schönes Tier. Ihr seht, dieses Exemplar hier ist jetzt ziemlich komisch dunkelbraun geworden. Das liegt am Aufweichen. Hier in der Mitte der Elytren hatte er auch ein paar braune Flecken zu Lebzeiten. Die werden auch nicht weggehen beim Trocknen, aber hier dieser Großteil dieses braunen, dieser braunen Färbung wird wieder zu diesem Gelb. Der ist auch noch ein bisschen matschig von innen, obwohl er ewig getrocknet hat. Hier an der Zunge klebt allerhand Matsch, sag ich mal. Ich denke mal, und das ist die Nominatform Femoralis femoralis. Ich habe euch eben schon die Platte gezeigt, wo ich ein Männchen von Odontolabis femoralis waterstrati drauf habe. Das ist hier links dieses Exemplar. Das hat 86,5 mm. Und hier ist noch ein altes Exemplar von Odontolabis femoralis femoralis aus Malaysia, ebenfalls aus den Cameron Highlands. Aber das habe ich als Präparat gekauft. Das wurde 1993 gesammelt, also ist älter als ich. Und der hier sowieso, der ist glaube ich von 89. Da sollten die Unterschiede eigentlich ziemlich deutlich auffallen zwischen diesen beiden Unterarten. Zum einen die Mandibelform der Telodontenmännchen ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Femoralis waterstrati haben eben auch diese vorstehende Stirn mit dem roten Fleck. Zumindest bei den Telodontenmännchen, Amphiodonte und Mesodonte-Männchen sind da etwas schwieriger zu unterscheiden. Es geht am besten eben über die Herkunft. Nämlich Waterstrati kommen nur auf Borneo vor, im Nordteil von Borneo, im malaiischen Teil Sabah. Und die Femoralis femoralis eben auf dem malaiischen Festland. Es wundert mich tatsächlich, dass Waterstrati nicht als eigene Art gilt, weil die Unterschiede doch sehr, sehr, sehr krass sind. Zumindest bei den Telodontenmännchen. Und da werden ja manchmal Arten neu beschrieben, nur weil, keine Ahnung, vielleicht ein Zähnchen, 5, 6 Grad anders steht als bei dem ersten bekannten Exemplar. Und hier gilt es als Unterart, obwohl die Mandibeln komplett anders aussehen eigentlich. Ne? Also deutlich länger. Hier ist dann dieser eine Zahn zusätzlich, der fehlt bei den Femoralis femoralis, und auch hier vorne dieser Zahn zur Spitze hin ist auch nochmal deutlich krasser aufgegabelt. Zusätzlich dann noch die Kopfformen ganz unterschiedlich.
weiß nicht. Also ich nehme es auch als Unterart von Femoralis an, aber es wundert mich, wenn man so sieht, was an Arten beschrieben wird, die sich nur minimal zu anderen unterscheiden, ja, dass das separate Arten sind und hier die beiden sind nur Unterarten. Wundert mich, kann ich aber mit leben. Na gut, Waterstrati sind auf jeden Fall meine Favoriten und die lebendig zu bekommen, ja, ist eigentlich so das nächste Ziel, aber das wird sehr, 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 sehr schwierig. Und ja, ich hoffe in den nächsten paar Jahren, bevor alles abgeholzt ist, noch nach Borneo zu kommen und diese Tiere in Natura zu erleben. Na gut, genug gequatscht. Ich habe nämlich schon mal ein Präparationsvideo zu Odontolabis femoralis gemacht. Damals zu einem kleinen Männchen von Odontolabis femoralis waterstrati. Da habe ich noch deutlich mehr über diese Art erzählt. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr wollt. Wir fangen jetzt einfach an, und zwar mit dem Weibchen. Und ja, dann hören wir uns gleich. Ja. Das wär's dann schon. Das ging deutlich schneller als erwartet. Ja, und dann bin ich aufs Ergebnis gespannt. Wir lassen ihn jetzt trocknen, bis er wieder seine ursprüngliche Färbung zurückerhalten hat. Und ja, dann hören wir uns wieder. Ja, die Käfer haben jetzt ein paar Tage getrocknet. Und ihr seht, das Männchen hat auch wieder die ursprüngliche Farbe zurückerhalten.
Ja, und wir nadeln jetzt ab. Und dann haben wir ja, eine weitere Ergänzung für meine Odontolabis femoralis Sammlung mit einer meiner Lieblingsarten. Momentan läuft der Zuchtversuch. Ich hoffe, dass aus den dicken, fetten Larven auch dicke, fette Käfer werden. Und ja, dass endlich das Geheimnis um diese Art gelüftet wird, weil sie ja sehr schwer zu züchten sein sollen. Bisher gab es bei mir eigentlich keine großen Probleme. Ich hatte ja, tatsächlich einiges an Larven und bisher, ja, vielleicht sind 2 oder 3 nur gestorben von denen. Die meisten dann ganz jung als L1. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass das klappen wird. Wobei bei Odontolabis meiner Erfahrung nach immer die heikelste Phase die Kokonphase ist. Die Larven sterben gerne mal als Präpuppe ab. Und das hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Denn ja, das wäre extrem schade um diese tolle Art. Also ich züchte jetzt auch erstmal noch nicht auf Größe, sondern möchte einfach nur mal gucken, dass es klappt. Und ja, das wären dann die beiden. Sind doch schön geworden, würde ich mal sagen. Haben wir gut gemacht. Ich zeige euch nochmal die Unterseite. Ja. Das sind dann die nächsten Odontolabis femoralis aus den Cameron Highlands, Malaysia, für meine Sammlung. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und einen Kommentar da. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis dann.